Hallo und herzlich willkommen bei Motorradtourer. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich seit vielen Jahren BMW GS fahre. 4 Modelle nacheinander, über viele Kilometer. Und hier möchte ich jetzt meine neue vorstellen. Tada! Wie ihr sehen könnt, ist es diesmal keine BMW geworden. Ich bin wieder zurückgekehrt, wie schon 2010, 11, 12, 13 zu einer Moto Guzzi. Moto Guzzi V85 TT Centenario, ein Sondermodell, das im Moment angeboten wird zur Hommage an die 100 Jahre Moto Guzzi. Okay, was war der Grund dafür, vom, möchte ich sagen, besten Motorrad eigentlich umzusteigen auf ein Fahrzeug, das ja doch sehr selten verkauft wird? Also der Grund war für mich eigentlich das Gewicht des Fahrzeugs. Ich hatte die jetzt beide auf der Waage und ausstattungsbereinigt, also die BMW war mit Koffern ausgestattet, mit Alukoffern, die Moto Guzzi mit den serienmäßigen Koffern, war der Gewichtsunterschied 56 Kilo und ich habe eine Verletzung an der rechten Hand. Und für mich war es einfach mittlerweile echt schwierig, die BMW zu rangieren. Wenn die rollt, rollt sie, kein Problem, aber einfach die Thematik, wenn ich sie rangieren muss, einfach sehr problematisch. Zum anderen die Sitzhöhe der BMW bei der GSA mit 90 cm oder fast 90 cm einfach irre hoch, wirklich. Also ich bin da kaum mehr drauf gekommen. Die Centenario, wie ich sie gekauft habe, hat einen Listenpreis von 12.490 €. Es gibt noch diese Papageienfarbe, die kostet dann 12.599 €. Dann ein aktuelles Sondermodell, die Guardia d'Onore, die kostet 13.999 € in einer sehr kompletten Ausstattung. Und die V85 TT Travel mit Koffer, Hauptständer und so weiter, alles dabei, 13.999 €. Also man sieht natürlich schon, das ist natürlich echt ein anderes Preisgefüge wie bei der GS. Jetzt aber ein bisschen mal was zum Motorrad. Der Sound der Guzzi ist natürlich schon richtig geil. Wenn auch nicht laut. Ich stehe jetzt hier an meiner Moto Guzzi V85 TT Centenario. Eine Sonderserie, die Moto Guzzi jetzt aufgelegt hat. Sonderlackierung in silbergrün matt sowie die braune Sitzbank und einige Embleme. Hier vorne seht ihr den Umbau auf die hohe Scheibe von, das ist die Original Moto Guzzi Scheibe. Und oben habe ich noch ein Zusatzschild montiert von MRA. Und so kann ich das optimal einstellen. Ich bin 1,84 groß und kann auf Strecke das mir so einstellen, dass ich wirklich fast gar nichts an Wind abbekomme. Da diese Bügelteile von Moto Guzzi original relativ günstig sind, sind montiert die Motorschutzbügel. Es könnte ja sein, dass die mal umfällt. Dann einen Hauptständer und einen Kardanschutz. Heizgriffe werden noch montiert und hier haben wir die Navigationshalterung von Givi sowie am Lenker oben den Halter von SW Motec zur Aufnahme von dem Zymo XT. Ich möchte es jetzt einfach mal mit meiner BMW GS 1200 Liquid Cooled Adventure vergleichen. Ich hatte gestern beide auf der Waage. Der Gewichtsunterschied sind genau 56 Kilo. Allerdings war die BMW ausgestattet mit dem Koffersystem von SW Motec leer und vollgetankt.
und die Moto Guzzi war ausgestattet mit dem Koffersystem, mit dem Original-Koffersystem in Aluplastik von Moto Guzzi und auch vollgetankt. Das ist auch gleichzeitig mal der erste wirklich größere Kritikpunkt, den ich habe. Also die Koffer, die Serienkoffer, das ist wirklich Müll. Also muss ich ganz klar sagen, ich war jetzt weg mit denen, hatte dann immer Bügel rumgebunden, dass die nicht aufgingen. Zum einen sind die Laschen, die Schließlaschen innen drin, also wie man so einen Mist produzieren kann, weiß ich nicht, aber klar, für die Optik, was die Italiener natürlich sehr viel Wert legen, ist das natürlich, der Koffer sieht sehr gut aus und liegt auch direkt am Motorrad, aber praktikabel gleich null. Außerdem ist es so, dass wenn man die Dinger schließt, die Seitenführungen sehen immer so aus, als ob der Koffer nicht zu ist und ich weiß auch nicht, wenn es richtig regnet, ob die 100% dicht sind. Ich kann mir es nicht vorstellen. Also auf jeden Fall habe ich die wieder abmontieren lassen und bestelle mir jetzt ein neues Koffersystem von Hepco Becker. Die sehen zwar etwas breiter aus am Motorrad, aber auf jeden Fall sind sie funktional. Ich denke, dass die auch ähnlich sein werden wie die Koffer von SW Motec. Wie gesagt, beim Rangieren ist dieser Unterschied erheblich. Ich habe bei der BMW immer Angst gehabt, wenn ich langsam gefahren bin oder umgedreht habe auf Schotter oder irgendwas, dass die mir wegkippt, was ja auch ein-, zweimal passiert ist, ehrlich gesagt. Es ist ja nichts passiert, aber so ein GS aufzustellen, für mich unmöglich. Und seit meinem Unfall, also seit meinem Fahrradunfall, war es für mich auch kaum mehr möglich, die in der Garage zu rangieren, weil ich hatte einfach immer Schiss, dass die umfällt oder sonst was. Und ja, es war einfach für mich nicht mehr das richtige Motorrad. Und ich war dann auf der Suche eigentlich ursprünglich nach der Aprilia Touareg 660, die ist ja noch mal leichter wie die hier. Ich habe dann beide Modelle Probe gefahren, also die Aprilia und die Moto Guzzi. Und bei der Moto Guzzi ist einfach die Sitzhöhe, die ja serienmäßig bei 83 cm liegt, einfach schon deutlich niedriger und insgesamt auch die Sitzposition bequemer. Mittlerweile habe ich sie ja umgerüstet auf die Komfortsitzbank, also das heißt, die hat nochmal 2 cm in der Höhe, das heißt 85 cm Gesamthöhe jetzt. Wie gesagt, ich bin 1,84 groß, für mich passt es perfekt. Habe der Lenker noch etwas nach oben gedreht, dass ich jetzt wirklich aufrecht drauf sitze. Das ist eigentlich eine perfekte Sitzposition. Im Gegensatz zu den 90 cm also rund 90 cm von der BMW Adventure. Also das ist halt schon ein Maß, da bist du natürlich permanent am gucken, dass auch die Füße richtig unter hast beim Halten. Kommen wir zur Bremse. Die Moto Guzzi hat natürlich ein ABS-System, kein Schräglagen-ABS, wie es in der Oberklasse heute ja fast schon überall oder serienmäßig ist. Vorne 2 radial montierte Brembo, 4 Kolben Bremssättel und die Doppelscheibenbremse mit 320 mm Durchmesser. Hinten die Scheibenbremse mit 260 mm. Die vordere hält gegen leichten Druck wirklich sehr gut. Die hintere, wie bei alle, naja, das hat eine Bremswirkung, aber ist jetzt nicht so, dass du die Notbremsung hinten mit der alleine machen könntest. Dann mal zu dem Mäusekino da vorne. Leider nicht ganz blendfrei. Die Armaturen kennt man ja von Aprilia, das sind glaube ich die gleichen. Und grundsätzlich ist es so, insgesamt 5 Fahrmodi. Die kann ich steuern, ja, mit dem Anlasseknopf. Also da habe ich dann die Fahrmodi Sport, Strada, Regen, dann einen Individualmodus und Offroad, der automatisch das ABS abschaltet. Ansonsten gibt es hier noch eine Restreichweitenanzeige, Gesamtkilometer Uhrzeit und Temperaturanzeige. Eigentlich alles Wichtige, was man braucht, ist hier drin. Dann hier noch die Schalteinheiten, weiterhin serienmäßig. Ich kann hier über die Mode-Taste kann ich mir das alles anzeigen lassen. Der Durchschnittsverbrauch, was ich so brauche,
generell sind so um die zwischen 4 und 4,4 Liter. Und ja, das denke ich mal passt. Und dann habe ich noch 5 Fahrmodi, wo ich umschalten kann. Beim hier der Tempomat, bis man da mal die Bedienung kapiert hat, aber das geht dann. Dann ein Blinker, leider nicht selbststrickstellend, und hier unten die Hupe. Und hier hat sie schon ausserienmäßig der Schalter für die Griffheizung, wenn der dann drin ist, braucht man, glaube ich, nur noch anstecken. Auf der rechten Seite hier der Mode-Knopf, Warnblinkanlage, Licht, Tagfahrlicht im Moto Guzzi Design und hier der Notaus und da unten noch der Startknopf. Was auch nicht so gut ist, hier vorne das Einbringen des Schlüssels. Also auch wieder optisch natürlich schön, aber mit Handschuhen, ja, friemelig zu bedienen. Das passt auch. Und hier habe ich noch die Fernbedienung für die Sprechanlage von Sena. So, ansonsten, also wirklich, die ist ganz einfach zu fahren. Ich finde sie super zu fahren, also wirklich. Und ja, die hat jetzt, das ist jetzt ein Modelljahr 22, die hat jetzt 76 PS, 80 Newtonmeter Drehmoment. Wenn ich hier rumfahre, lenkt die mir dicke, wenn ich einigermaßen mich an die Straßenverkehrsordnung halte. In den Bergen, wo ich jetzt letzte Woche war, ist es so, dass natürlich, ja, ich sage mal so, der Motor unter 3000 zieht er, was wir im Schwäbischen sagen, der zieht keine Wurst vom Teller. Also da musst du wirklich gucken, da musst, wenn du im falschen Gang oder bei der BMW ist halt so, bei der BMW fahre ich rein in der Kurve und wenn ich halt den falschen Gang habe, dann gebe ich Gas, die zieht raus. Hier geht es nicht, die musst du dann wirklich zweimal, dreimal runterschalten, je nach Gang halt, wo du drin bist. Die Höchstgeschwindigkeit nach oben brauche ich eigentlich gar nicht so. Also wir sind, wo wir jetzt nach Eu reingefahren sind, so mit Durchschnittstempo 150, 160 fahren, das kann die gut und da wird die auch nicht laut. Wie gesagt, der Windschutz ist sehr gut jetzt durch die hohe Scheibe, für mich top. Also einziger Nachteil wirklich der Motor, der könnte ein bisschen mehr Dampf von unten drauf haben. Wenn ich jetzt das vergleiche, letzte Woche habe ich ja die Aprilia gefahren. Und bei der Aprilia ist so, die Aprilia, die geht schon wirklich deutlich besser, das muss man so ganz klar sagen, von unten rauf. Also der Zweizylinder Twin zu dem Zweizylinder V, da ist dann auch schon ein wenig träge. Klar, der Aprilia Motor ist wasserkühlt, der hier ist luftkühlt. Ist ein ganz einfacher Motor eigentlich von Moto Guzzi, funktioniert alles prima. Einige haben mich ja schon angeschrieben, wie es denn aussieht mit dem Klingeln von der Moto Guzzi. Ich habe bisher keine Schwierigkeiten. Ich habe allerdings jetzt die ersten 1500 Kilometer immer Benzin mit mindestens 100 Oktan befüllt und klingeln gleich 0. In Italien sind wir jetzt Porsche Domini ein bisschen Schorte gefahren. Auch da ist die völlig beherrschbar. Also ich habe überhaupt kein schlechtes Gefühl mehr, wenn ich langsam fahren muss und irgendwo reinfahren muss. Das ist für mich echt besser wie in der BMW. Wenn die rollen, sind sicherlich beide absolut Top-Motor. Also, was ist jetzt das Fazit? Grundsätzlich an der Moto Guzzi wirklich deutlich schlechter wie an der BMW. Also alles, was da vorne mit den Schaltern zu tun hat, sieht wirklich eher billig aus und ist nicht ganz so durchdacht. Sicherlich auch ein kleiner Kritikpunkt ist die Serienscheibe, die bei den meisten V85 TT Modellen verbaut ist. Wahrscheinlich ist die für Pygmäen gedacht, also für einen normalen Mitteleuropäer ist die einfach zu nieder. Da kriegst du oben am Helm den ganzen Wind ab, aber es gibt ja auch Menschen, denen das gefällt. Ich habe jetzt wie gesagt die große montiert und für mich noch einen Aufsatz drauf, so dass das zwar optisch vielleicht nicht so 100% aussieht, aber es hat den Effekt, den ich haben möchte. Schade ist, dass die Scheibe nicht wie bei der BMW in einem Mechanismus zu verstellen ist, sondern da muss ich Schrauben lösen, dass ich sie verstellen kann. Natürlich ist es mir klar, dass die BMW in der Oberklasse
eingestuft ist und die Moto Guzzi in der Mittelklasse. Für mich muss ein Motorrad tourgeeignet sein und das sind für mich so beide, sodass ich sage, für mich sind die vergleichbar. Was übrigens auch noch ein großer Punkt ist, ich habe die Abrechnung von der Versicherung bekommen. Vollkasko ist die Moto Guzzi bei meiner Versicherung, kostet genau die Hälfte von der BMW. Also auch hier Kostenersparnis. Zum anderen hat sie keinen Blipper. Also das ist das Einzige, was mir eigentlich ein bisschen fehlt. Das Rauf- und Runterdrücken, das würde natürlich schon einfacher gehen, wenn sie das hätte. Hat sie halt nicht. Aber man muss dann ja auch den Preis berücksichtigen. Letztendlich ist die Entscheidung für diese Moto Guzzi eigentlich ausschließlich wegen Gewicht und der Handlichkeit gefallen. Und ich wollte natürlich ein Motorrad haben, das einen Kardanantrieb hat. Das macht natürlich die Wahl dann schon, oder das grenzt die Wahl dann schon sehr ein. Das muss man schon ganz klar sagen, weil die meisten dieser Klasse haben halt einen Kettenantrieb. Der Preis hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil ich hatte es ja vorher schon gesagt, es ist einfach so, eigentlich kriegst du 2 Moto Guzzi fast zum Preis einer BMW. Ob die BMW natürlich doppelt so viel besser ist, das lassen wir mal dahingestellt. Sie ist sicherlich nicht umsonst das meistverkaufte Motorrad in Europa und in Deutschland natürlich auch. Die GS ist ein super Motorrad, keine Frage. Ich hatte das ja schon bei dem Video von der Aprilia erklärt, dass ich natürlich mit der Firma Roland-Days Mototech einen Moto Guzzi Partner auch hier direkt in der Nähe habe. Und da bin ich mir 100% sicher, dass sich der wirklich darum kümmert. Aber es war natürlich auch der Service bei der Firma Prinz in Hüttlingen, BMW, Vertragshändler, wirklich immer so, dass ich da nicht groß was zum Beanstanden hatte. Aber es ist ja immer so, man trifft sich ja im Leben immer zweimal. Mit der Moto Guzzi habe ich jetzt ein Tourenmotorrad, das eigentlich für mich so perfekt ist. Gut, mit dem Leistungsdefizit der BMW muss man leben. Ansonsten von der Ausstattung her hat sie eigentlich das meiste drin, was ich benötige. Und wenn da jetzt noch ordentliche Koffer drin sind, ist das auch wirklich zum Reisen wirklich top geeignet. Sehr günstiger Verbrauch, wenn man sie normal fährt. Im oberen Drehzahlbereich geht er natürlich auch hoch auf 5 bis 6 Liter. Aber ja, bei der Bahn muss man auch einen Eilzuschlag zahlen. So ist es eben. Und ja, man wird sehen, was die Langzeiteigenschaften von dem Motorrad sind. Anbei noch ein kleines Videochen von letzter Woche. Stilfser Abfahrt, das erste Mal, dass wir das so gefahren sind. 3 Motorräder lagen auf der Straße. Ihr dürft raten, welche das waren. Es ist da nichts passiert dabei natürlich. Ja. Klar, es ist einfach so, wenn die BMW am Kippen ist, dann musst du gucken, dass du Land gewinnst, weil das wird sehr schwierig zum Halten. Für mich schon überhaupt nicht möglich mit meiner Hand. Bei der Moto Guzzi muss ich sagen, das war echt entspannt, da runter zu fahren. Selbst wenn mir da einer ganz links entgegengekommen ist, konnte ich nur mal nach rechts einschlagen. Und das geht einfach doch aufgrund des Gewichtes und vielleicht ist auch der Schwerpunkt doch ein bisschen anders. Also da war ich doch froh und ich komme einfach mit den Füßen viel besser runter. Wer GS schon mal gefahren hat und der weiß, von was ich rede. Also, jetzt warten wir mal ab, bis die 1300er kommt und da werden die sicherlich auch gewichtstechnisch was machen. Und es freut mich jetzt, wenn euch das alles gefallen hat und stehe euch für Fragen, die ihr habt, gerne per E-Mail zur Verfügung. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis bald, euer Motorradtourer. So, dann noch kurz 2 Sachen. Zum einen das Video der letzten Reise. Da werde ich sicherlich noch einige Wochen dazu brauchen, aber das ist in Arbeit. Da könnt ihr euch schon freuen, das wird wirklich auch sehr schön. Und zum anderen, wer sich Gedanken macht, gesprochen habe ich das nicht beim Fahren, sondern es wurde nachvertont. Also da braucht man nicht schreiben, sondern das ist ganz normal übers Handy eingesprochen. Also, bis dann, tschüss.